Dieser Ort hat alles, was das Herz des Burgenfans höher schlagen lässt. Willkommen auf Burg Fürstenberg. Die eindrucksvolle Burgruine ist Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal. Schon aufgrund ihrer Lage direkt am Rhein ist sie einen Besuch wert. Doch auch geschichtlich hat sie einiges zu bieten. Die inmitten der Weinberge über Rhein-Diebach in Rheinland-Pfalz gelegene Burgruine wurde einst über eine Zugbrücke betreten. Ein tiefer, künstlich angelegter Graben trennt sie vom restlichen Gelände ab. Die Geschichte von Fürstenberg beginnt im Jahr 1219. Damals ließ Erzbischof Engelbert I. die Burg errichten, um die Besitzungen des Kurfürstentums Köln rund um Bacharach zu schützen. Natürlich war die Generierung von Zolleinnahmen auch ein Grund für ihren Bau. Denn das war eine lukrative Einnahmequelle. Und der Schiffsverkehr ließ sich von hier aus sehr gut überwachen. Denn von der Burg aus hat man eine fantastische Sicht über das Rheintal. Gut 20 Jahre später ging die Wehranlage als erbliches Lehen an die Wittelsbacher Pfalzgrafen. Den Besucher erwartet vor Ort eine sehr imposante Burganlage, deren einzelne Bauten sich in das 13. bis 15. Jahrhundert datieren lassen. Als Baumaterial wurden Schieferbruchsteine verwendet. Der runde, 26 Meter hohe Bergfried mit einer Mauerstärke von 4 Metern überragt alles. Er ist fensterlos und wurde ursprünglich über einen Eingang in 12 Metern Höhe betreten. Im nordwestlich gelegenen Zwinger standen einst mehrere kleine Fachwerkgebäude, von welchen noch Spuren vorhanden sind. Vermutlich waren hier Vieh und Bedienstete untergebracht. Außerdem gibt es die Überreste des ehemals dreistöckigen herrschaftlichen Wohngebäudes, welches einen Grundriss von etwa 11 x 15 Meter hat, einen Flankierungsturm sowie Mauerzüge weiterer Bauten zu sehen. Die Ringmauer war einst mit einem Wehrgang versehen. Die Burg wurde mehrfach belagert. 1321 wird sie durch König Ludwig den Bayern, der später auch zum Kaiser gekrönt wurde, eingenommen. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wird Fürstenberg zusammen mit verschiedenen anderen Burgen und Ländereien an den Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg verpfändet. Im Jahr 1410 erwerben die Wittelsbacher die Burg durch Kauf endgültig. Vermutlich geht der Bau des bereits erwähnten Flankierungsturms auf diese Zeit zurück. Doch diese Maßnahme scheint nicht genug gewesen zu sein. Im Jahr 1620, während des Dreißigjährigen Krieges, gelang es dem spanischen Heerführer Ambrosio Spinola, mit seinen Truppen die Burg zu erobern. 12 Jahre später nahmen die Schweden unter König Gustav Adolf Fürstenberg ein. Die endgültige Zerstörung
erfolgte, wie bei so vielen Burgen der Region, im Pfälzischen Erbfolgekrieg durch die Franzosen. Seither ist Fürstenberg eine Ruine und verfiel lange Zeit immer mehr. Im 19. Jahrhundert wurden viele Burgen im oberen Mittelrheintal wieder aufgebaut. Natürlich der damaligen Mode entsprechend und keineswegs originaltreu. Nicht so Burg Fürstenberg, weshalb hier noch originales mittelalterliches Mauerwerk und sogar Putz- und Farbreste erhalten geblieben sind. So ließ sich nachweisen, dass die Burg im 13. Jahrhundert in einem gebrochenen Weiß erstrahlte. Bei einer späteren Renovation erhielt der Bergfried rote, gelbe, graue und blaugraue Farbakzente. Vermutlich handelte es sich dabei um Architekturmalerei wie Wappenschilde, welche einst im Großformat auf den Turmmauern prangten. Es hätte allerdings auch anders kommen können. 1844 wollte Fürstin Auguste von Liegnitz, die Witwe von König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen, die Burgruine erwerben. Doch der Kauf kam nicht zustande. Ein Jahr später gelang es jedoch ihrem Schwiegersohn Friedrich von Oranien-Nassau, Prinz der Niederlande, in den Besitz von Fürstenberg zu gelangen. Dessen Frau Luise plante den Ort zu einem prächtigen Schloss im neugotischen Stil auszubauen. Warum das Vorhaben nicht umgesetzt wurde, ist unklar. 1993 kaufte Gernot Stelter aus Rhein-Diebach die Burg. In enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz leitete er umfangreiche Maßnahmen zur Erhaltung von Burg Fürstenberg ein und machte das obere Mittelrheintal so um ein wunderschönes Ausflugsziel reicher. Auch wenn die Restaurierung noch nicht abgeschlossen ist, hier wurde großartige Arbeit geleistet. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Aussicht und sage Tschüss, auf ein Wiedersehen im nächsten Video.